die Qualitäten, die wir in der Sozialdemokratie haben müssen, ist, dass wir auch sehr flexibel auf völlig neue Situationen reagieren müssen. Sie sehen, dass wir heute bereits um 11 Uhr wieder unsere Gremien einberufen haben und versuchen werden, mit der neuen Situation so umzugehen, dass es wieder professioneller wirkt als der gestrige Tag. Haben Sie einen Wunschkandidaten schon für Ihre Nachfolge? Ich habe keine Wunschkandidaten. Das Allerwichtigste ist mein Wunsch jetzt, dass wir sehr strukturiert, klare Termine mit einer klaren Vorgabe in die nächsten Maßnahmen, die wir zu treffen haben, gehen werden. Und ich denke, das werden wir heute auch besprechen und beschließen. Wie überraschend kam denn Christian Kerns Rücktritt für Sie? Es war überraschend in der Form, wie es gewählt wurde. Es war aus meiner Sicht gerade in der letzten Zeit eine sehr, sehr starke Zustimmung, eine positive Entwicklung der SPÖ feststellbar. Es ist vieles an offenen Fragen abgeschlossen worden. Das Papier über die Integration, Asylpolitik der SPÖ, viele organisatorische Maßnahmen und auch unsere Analysen der Politik, wo wir ansetzen können, wo es Schwächen der Regierung gibt, haben eigentlich den bisherigen Kurs bestätigt. Das heißt, der Kurs stimmt, die Änderung personell ist unwiderruflich eingeleitet. Die Frage der EU-Kandidatur ist gestern auch von meinen Freunden in meiner Abwesenheit beantwortet worden. Jetzt gilt es, all das Neue, das gestern etwas unkoordiniert über die Bühne gegangen ist, um es gelinde auszudrücken, so zusammenzufassen, dass wir wieder in entsprechender Form vorgehen können. Und das ist das Ziel der heutigen Gremialsitzungen. Sie haben sich schon aus dem Spiel genommen als für den Parteivorsitz. Sollten Sie nicht als Chef einer sehr starken Landesorganisation da anders denken und Verantwortung auch im Bund übernehmen? Ja, es heißt schon bei Don Carlos, geben Sie Gedankenfreiheit, und meine Entscheidungsfreiheit nehme ich mir natürlich heraus. Ich bin in Kärnten gewählt worden mit einer überwältigenden 48-prozentigen Mehrheit. Mein Platz ist in Kärnten, aber ich kann versichern, auch von Kärnten aus können wir Aufgaben übernehmen. Das haben wir das letzte Mal, genauso wie Kollege Doskozil aus dem Burgenland, gezeigt. Aber ein Parteivorsitzender hat dort zu sein, wo die Entscheidungen auf Bundesebene fallen, also im Parlament. Aber das heißt, Sie sagen entschieden Nein zur Nachfolge? Ich sage Nein zur Nachfolge und ich bestätige das ein weiteres Mal. Was für ein Bild gibt denn das, wenn bei der SPÖ alle, nicht nur Sie, abwinken, was den Vorsitz betrifft? Will diese Partei niemand führen? Nein, es gibt ein Bild, das sagt, dass wenn man eine Position eingenommen hat, und die habe ich seit geraumer Zeit, ich bin seit 2010 Parteivorsitzender der SPÖ Kärnten und ich bin zweimal zum Landeshauptmann gewählt worden. Und ich habe immer gesagt, ich mache das Amt dann, wenn ich die volle Legislaturperiode zur Verfügung stehe. Ich sage, was ich will, und ich tue, was ich dann gesagt habe. Haben Sie schon jemanden im Pectory, wenn man so sagt, also jemand, den Sie gerne an der Spitze sehen würden? Es kommt nicht auf meine Befindlichkeit darauf an, es kommt darauf an, dass wir eine Person finden, und dazu gilt es jetzt auch, die entsprechenden Kriterien festzulegen, die dem Profil entspricht, das wir brauchen, um wieder Erfolg zu haben, und das muss das Ziel einer sozialdemokratischen Partei sein. Und wenn wir uns öfters zusammensetzen müssen, um diese Kriterien gemeinsam zu erstellen, am Ende des Tages, das kann ich Ihnen versichern, wird die SPÖ eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden haben. Kann das jemand aus der zweiten Reihe sein oder ein Quereinsteiger oder eine Quereinsteigerin? Ich denke, dass wir das einmal völlig ohne Vorbehalte, ohne Kategorisierung und ohne erste Zuordnungen angehen sollten, und das werden wir auch tun. Bis wann? Der Herr Steidl hat schon gesprochen, ihm wären Tage lieber als Wochen. Wochen setzen sich aus Tage zusammen, also da bin ich jetzt nicht so wählerisch. Oder Vorsitzende oder Vorsitzende? Beides. Wie ist denn jetzt die Stimmung derzeit nach dem gestrigen Tag? Ist man verärgert innerhalb der SPÖ? Man ist eher verunsichert, man kann schwer unterscheiden zwischen Dynamik einer Entwicklung, zwischen geplanten. Letzteres, sage ich, in der Form dürfte es eher nicht der Fall gewesen sein. Aber noch einmal, es passieren immer wieder Dinge, die man vielleicht gerne anders hätte. Die wirkliche Stärke beweist sich dann, wenn man sich einer neuen Situation so rasch als möglich stellt. Und ich bin froh, dass wir auch bis in die tiefe Nacht hinein Telefonate geführt haben, um heute eine vernünftige weitere Vorgehensweise zu beschließen. Hat Christian Kern eigentlich eine Zusage für einen EU-Spitzenjob, wie er jetzt allenthalben und überall spekuliert wird, bis hin zum Kommissionspräsidenten? Ich denke, dass das eine Linie ist, die jetzt einmal von uns diskutiert werden wird. Wir haben gestern den Wunsch gehört. Es sind diejenigen, die beim Abendessen dabei waren, damit auch konform gegangen. Ich halte das auch für klar, weil ich Kern für einen wirklich proeuropäischen Staatsmann halte. Das ist der Vorteil, der einzige Vorteil in dieser Situation, dass man es kommunikativ in anderer Form wahrscheinlich sich anders gewünscht hätte. Das ist das zweite Paar Schuh. Es ist, wie es ist, und dem haben wir uns jetzt in der Realität zu stellen. Also die SPÖ forciert Kern jetzt
effektiv für einen Spitzenjob, für den Kommissionspräsidenten, für den Außenbeauftragten der EU nach der Also wenn es jemanden gibt aus österreichischer Sicht, der auf dieser europäischen Ebene positiv realisieren kann, dann ist das auch Christian Kern, ja. Das heißt, wenn Sie die Stimmung zusammenfassen würden, jetzt innerhalb der SPÖ, wie würden Sie sagen? Also nach der Schockstimmung gestern, die ich in zahllosen Telefonaten mitbekommen habe, gehen wir jetzt wieder über, strukturiert zu werden. Und Sie werden sehen, wir werden da schneller sein, als es vielleicht so manchen politischen Widersacher lieb ist. Wie sind enttäuscht von Kern? Enttäuschung ist keine unbedingte politische Kategorie. Wir haben immer uns menschlich sehr gut verstanden und es wird bestimmt Beweggründe gegeben haben. Jemand wie Christian Kern macht so etwas nicht leichtfertig. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Wer soll es werden? Ja, wir haben jetzt Bundesparteipräsidium und Bundesparteivorstand und werden uns heute darauf verständigen, dass Christian Kern unser Spitzenkandidat für die Wahl zum Europäischen Parlament wird. Und wir werden heute in den Gremien Parameter entwickeln und die weitere Vorgangsweise, wie wir zu einem neuen Parteivorsitzenden bzw. Parteivorsitzenden kommen. Wen hätten Sie gern? Wen hätten Sie gern? Na, es geht jetzt einmal darum, dass wir in den Gremien Richtlinien entwickeln, welche Eigenschaften soll eine solche Person haben und dann die geeignete Person dazu finden. Und wer ist Ihre Favoritin oder Ihr Favorit? Ja, erfreulicherweise hat die Sozialdemokratie eine ganze Reihe von geeigneten Persönlichkeiten, die in Frage kommen. Und wir werden jetzt einmal die Parameter entwickeln und dann die geeignete Person dazu finden. Aber offenbar gibt es schon Absagen. Viele von denen haben aber schon abgesagt. Bures hat abgesagt, Doskozil hat abgesagt, Kaiser hat abgesagt. Wird es dabei bleiben oder glauben Sie, da kann sich noch was dran ändern? Wie gesagt, wenn wir gemeinsam zur Auffassung kommen, dass eine Person geeignet ist, unsere Bewegung anzuführen, dann bin ich überzeugt, dass sich Personen, die geeignet sind, auch dem Wunsch der Partei nicht verschließen werden. Noch einmal, dass Doris Bures abgesagt hat, als Wienerin und Ihnen jetzt nicht fernstehende. Ja, es ist bekannt, dass ich eine sehr hohe Meinung von Präsidentin Doris Bures habe. Sie hat in vielen Funktionen bewiesen, dass sie Politik kann und sie ist für mich für viele Funktionen geeignet. Aber würden Sie sich Bures wünschen? Wie gesagt, das werden wir jetzt einmal in den Gremien beraten, auch schauen, welche Meinungen es in den verschiedenen Landesorganisationen gibt und in der Gewerkschaftsfraktion, in der Frauenbewegung. Und dann werden wir uns ein gemeinsames Bild machen und eine gemeinsame Entscheidung treffen. Noch einmal zu gestern. Haben Sie davon gewusst? Wie haben Sie davon erfahren? Und waren Sie recht überrascht? Und wie waren die Gedanken gestern? Ja, ich bin zwar historisch sehr interessiert, wie alle wissen, aber ich bin immer sehr zukunftsorientiert. Also von daher interessiert mich mehr, wie wir jetzt die große Herausforderung der Wahl zum Europäischen Parlament bestreiten. Da bin ich guter Dinge. Ich bin überzeugt, dass Christian Kern ein guter Kandidat ist und ich konzentriere mich jetzt auf die Entscheidungen, die anstehen. Aber welches Bild gibt denn die SPÖ jetzt ab? Also zuerst heißt es Rücktritt, dann heißt es Spitzenkandidat. Jetzt muss man ganz schnell eine neue Kandidatin, einen neuen Kandidaten suchen. Welches Bild gibt die SPÖ da ab? Also ich bin sicher, dass wir nach den heutigen Beratungen ein Bild der Geschlossenheit abgeben, dass wir uns in inhaltlichen und personellen Angelegenheiten heute committen werden und ich bin sehr zuversichtlich, dass das Erscheinungsbild nach den Sitzungen ein sehr gutes ist. Das heißt, committen, wird es eine Vorentscheidung geben oder wird eine Findungskommission eingerichtet wie in Wien? Also mein Vorschlag war ja, dass wir mit einem Parteitag Ende November alle notwendigen inhaltlichen und personellen Entscheidungen beschließen werden. Ich werde diesen Vorschlag jetzt in den Gremien noch einbringen und bin zuversichtlich, dass wir auf den Weg dorthin alle notwendigen Schritte gehen werden und die notwendigen Entscheidungen treffen werden. Für mich ist wichtig, dass wir zuerst einmal Parameter entwickeln. Wie soll eine Person sein, die geeignet ist, die Sozialdemokratie in Zukunft anzuführen und dass wir nach der Erstellung dieser inhaltlichen Parameter die geeignete Person dazu finden. Aber wie lange kann man sich denn da Zeit lassen? Wirklich bis Ende November? Na, Ende November soll ein Bundesparteitag stattfinden, der dann endgültig die Entscheidung trifft, durch alle Delegierten. Aber wir werden natürlich im Vorfeld einen Vorschlag entwickeln, den wir dem Wahlkomitee vorlegen werden und dann natürlich auf dem Bundesparteitag. Eine Frage von Tagen oder von Wochen? Also ich bin überzeugt, dass wir schon in den nächsten Tagen einen Schritt weiterkommen. Aber atmosphärisch ist Ihnen da jetzt nicht wirklich was zu entlocken, oder? Gab es da keine besonderen Gefühle gestern, als da der Rücktritt im Raum stand?
Ja, ich bin ein zwar gefühlsbetonter Mensch, aber Gefühle haben in einer solchen Situation nicht wirklich entscheidend zu sein. Wichtig war, dass wir hier sehr stabilisierend, sehr schnell auch die weitere Vorgangsweise besprochen haben. Das war gestern der Fall im Kreis der Landesparteivorsitzenden, gemeinsam mit der Gewerkschaftsfraktion und der Frauenbewegung. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir jetzt im Parteivorstand die entsprechenden Beschlüsse treffen. Aber sind Sie enttäuscht, wie es gelaufen ist, wie es mit Christian Kern jetzt gelaufen ist? Nein, er hat persönlich Entscheidungen getroffen. Jeder von uns ist politischer Mandatar, aber auch Mensch und hat das Recht, seine eigene Lebensperspektive zu entwickeln. Wir nehmen das so zur Kenntnis und wichtig ist, dass wir die nächsten Schritte sehr professionell einleiten. Aber es geht schon auch um die Partei, oder? Es geht vor allem um die vielen Menschen, die in unserer Partei organisiert sind und natürlich jetzt auch auf uns schauen, dass wir richtige Entscheidungen treffen. Deshalb verspüre ich auch eine gewisse Verantwortung, auch als Landesparteivorsitzender von Wien, dass wir hier sehr schnell zu gemeinsamen inhaltlichen und personellen Entscheidungen kommen, die wir unseren Mitgliedern, unseren Wählerinnen und Wählern und auch der Öffentlichkeit erklären können. Der Herr Steidl meinte schon, diese ganzen Absagen wie von Doris Bures, die jetzt gekommen sind, also er quasi, das kann sich schon noch mal ändern. Also es ist jetzt nicht so, dass das in Stein gemeißelt ist, die abgesagt haben, dass das auch wirklich dabei bleibt. Sehen Sie das auch so? Ich bin dafür, dass wir jetzt einmal inhaltliche Parameter entwickeln und dann nach diesen Parametern die geeigneten Personen finden. Das wird verbunden sein mit vielen Gesprächen, die wir zu führen haben. Und es gibt erfreulicherweise eine ganze Reihe von Personen, die in der Sozialdemokratie für eine solche Funktion in Frage kommen.